Es ist ein ganz entscheidender Tag. Wir werden nämlich heute zum ersten Mal in unser Haus sehen. Nein, in unser Haus gehen. Stimmt. So. Virtuell, denn wir sind jetzt bei unserem Architekten in Laupheim und der hat unser gesamtes Haus mal so virtuell nachgebaut und dann können wir mit so... Schatz, was machst du da? Ich sitze gerade am Esstisch und gucke, ob die Küche zu nah ist. Und du hier kochst. Hier ist nämlich gerade die Küche. Und ich sitze hier und... Setz dich mal aufs Klo. Warte, dann gehe ich mal mit ins Klo. Warte. Hängt ganz schön hoch, das Klo. Heute ist ein großer Tag. Wir sind nämlich heute bei unserem Architekten und hier Mario Boss, hallöchen. Und Jana wird jetzt das erste Mal in unser Haus gehen. Da hinten ist das Haus und jetzt geht sie virtuell da rein. Ich bin sehr gespannt. Warte. Warte. So. Und? Wie ist das? Boah. Alter Schwede. So. Schatz, wir haben ein Haus. Boah. So, hier sitzt schon Jo Weil und da sitzt Rudi. Da ist, weiß ich nicht, eine freie Frau. Du bist gerade über Rudi gerannt. Das ist unser Grill. Schatz, aber du zeigst... Schatz, was machst du da? Ich sitze gerade am Esstisch und gucke, ob die Küche zu nah ist. Und du hier kochst. Hier ist nämlich gerade die Küche. Und ich sitze hier und... Setz dich mal aufs Klo. Hängt ganz schön hoch, das Klo. Also abends esse ich ja gerne mal ein bisschen was Leichtes. Einfach so einen schönen, frischen, gesunden Salat mit Fleischwurst, Käse und ein paar Zwiebelchen. Und ein Käsebrett. Ach, ja, und ein Bauernbrot halt. Dafür liebe ich dich. Und Rudi könnte den Salat auch essen. Ne? Rudi, das ist der einzige Salat, den du auch magst. Wurstsalat. Tachchen. Ja, jetzt rege ich mich über die Frau Ferrer heißt sie, ne? Ferrer auf und sehe, dass das wohl schon andere gemacht haben. Ich habe gerade bei der Bild-Zeitung gelesen, dass die schon einen Shitstorm bekommen hat. Leute, zu Recht. Diese ganzen dummen Leute, die da irgendwo in der Natur rumrennen und alles platt trampeln, das regt mich sowas von auf, nur um ihre scheiß Likes da zu bekommen. Deshalb bitte Shitstorm, kack weiter. Ja, die Yvonne kriegt natürlich jetzt das ab, was, was viele machen. Und das geht hier wirklich an alle. Also alle, die so dumm sind. Ihr wisst, wie wichtig mir das Thema Natur ist und wie wichtig mir der Wald ist. Und diese ganzen Deppen, die einfach den Bezug zur Natur verloren haben und denen mit Füßen treten im wahrsten Sinne des Wortes,
die haben wirklich den größten Shitstorm verdient, wie ich finde. Und meistens sind das ja noch irgendwelche Leute, die sich dann eigentlich immer hier, weiß nicht, naturfreundlich und so nennen, weil sie irgendwelche angebliche Öko-Scheiße dann da bewerben. Sorry, aber das regt mich gerade auf. So, jetzt koche ich. Nach der Nachricht gestern kamen so ein paar Antworten darauf. Ja, ich würde doch auch wandern gehen und bla 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 und bla bla bla. Leute, euer Ernst oder was? Natürlich gehe ich wandern, aber ich nehme meinen Scheiß mit. Ich bleibe auf den Wegen und jetzt hat es abgebrochen. Egal, jetzt kann ich mich auch im Treppenhaus weiter aufregen. Und ich hinterlasse halt die Natur so, wie ich sie vorgefunden habe. So, und das ist der große Unterschied, weil ich zu schätzen weiß, wo ich mich da bewege. Punkt. Aus. Leute, gleich nach TAF kommt eine sehr lustige neue Sendung auf ProSieben, Cash Day. Und da macht auch ein Herr mit, den ich sehr gut kenne, Thilo Subtilo. Das ist eigentlich mein Autor von Voice. Und mit dem gehe ich live. Ja, ich gucke jetzt hier gerade und ich gehe mit dem Thilo online, weil ja, ich kenne Thilo sehr gut, das ist ein guter Freund und der ist halt der Autor bei mir bei Voice und der erzählt mal so ein bisschen, wie das hinter den Kulissen bei so einer Sendung abgeht, weil das sind ja alles echte Drehs und die Leute sind da wohl auch manchmal voll ausgerastet. Ja, der Thilo, ein sehr lustiger Kauz. Hat man jetzt gerade nicht so gemerkt, aber sonst ist er wirklich sehr lustig. Wenn ihr mal sehen wollt, was er sonst so macht, hier könnt ihr jetzt hochswipen, da ist ein schönes Ding mit dem Titel Ich fick deine Mutter. Viel Spaß. Ja, der Thilo, ein sehr lustiger Kauz. Hat man jetzt gerade nicht so gemerkt, aber sonst ist er wirklich sehr lustig. Wenn ihr mal sehen wollt, was er sonst so macht, hier könnt ihr jetzt hochswipen, da ist ein schönes Ding mit dem Titel Ich fick deine Mutter. Viel Spaß. Tachchen. Ja, ich bin unterwegs zum Termin, denn wir sind ja gerade dabei, unser Haus auszustatten mit natürlich den ganz normalen Sachen, so Entscheidungen wie Bäder, Küche, Böden, etc. Ne? Aber mir war wichtig, dass unser Haus ja nicht nur schön ist, sondern auch was auf dem Kasten hat, sagen wir es mal so. Also, dass die Technik da drin auch stimmt und deshalb gucke ich mir heute ein ganz wichtiges Thema an. Thema Heizung. Das soll nämlich alles hocheffizient sein. So. Ja, jetzt bin ich hier bei Buderus in Köln. Hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, ne? Und die machen tatsächlich auch hier, guck mal, Kaminöfen. Da habe ich ja letztens darüber gesprochen, wie viel Holz verbrauche ich bei uns in der Hütte und wie viel Holz wäre das dann bei uns im neuen Haus? Schwer zu sagen, aber dadurch wird man sich so ein bisschen bewusst, wie viel Energie man verbraucht. Ne? Und wir bauen bei uns im Haus, das war mir ganz wichtig, eine super moderne, hocheffiziente Heizung ein und die wird im besten Falle, wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, weniger Energie verbrauchen, als wir im Moment bei uns in der Wohnung verbrauchen. Obwohl das Haus mehr als doppelt so groß ist. Das ist schon geil, oder? Ja, und so sieht das dann ungefähr aus. Sieht aus wie ein Kühlschrank eigentlich, ne? Das könnte ich hier, kann man da auch Bier reintun? Nein. Das ist jetzt hier eine Gasheizung, aber wir haben das dann als Wärmetauscher. So, das kennen wir auch noch, ne? So, hier habe ich jetzt noch eine Heizung gefunden. Die ist gefüllt mit Getränken. Ist das nicht abgefahren? Nee, das ist tatsächlich der Kühlschrank. So, jetzt bin ich wieder zu Hause. Ne? Heizung habe ich noch nicht mitgenommen, aber ich habe noch was geschenkt bekommen. Der Rudi ist schon ganz interessiert. Ihr wisst ja, was ich für ein Kistenfetischist bin. Und ich habe eine Kiste bekommen. Da ist sogar was drin. Rudi hat schon sein Stofftier mit da reingetan. Ja, nimm mal raus. Ja. Und Jana hat auch noch eine Handtasche bekommen. Ist das nicht schön, Schatz? Richtig schön. Jetzt nochmal zur Heizung. Das Ganze geht ja noch weiter. Wir bauen dann noch eine PV-Anlage aufs Dach und einen Energiespeicher, also eine Batterie unten in den Keller. Und im Endeffekt werden wir gar keine Heizkosten mehr haben. Wir werden sogar noch Energie übrig haben. Hey, Tore, extra für dich. Guck mal hier.
Schön, oder? Wunderschön. Wo kriegen wir das denn dann überhaupt her? muss ich fragen. Weißt du das? Was hat er denn da gesagt? Warte mal. So, Rudi hat sein Sportkänguru. Oh, jetzt wird Seil gesprungen. Jana macht hier auch schon Sport. Und jetzt gleich kommt unser Trainer. Was? Nee, der Sportschaf hat Rudi. Hier, ich war jetzt auch fleißig mit Stefan. 20 Minuten Training. Das ist wie ist das? Die 4 Stunden Krafttraining. So, effektiv. 8 Stunden mindestens. Es sind 12. Genau, deshalb habe ich ja auch so einen krassen Bodybuilder-Körper. Ne? So, wo ich schon beim Schwachsinn reden bin, ich habe noch was Neues für euch, nämlich einen neuen Säft. Und ihr wisst ja, ich trinke eigentlich immer den normalen Säft, aber True Fruits hat jetzt eine neue Maschine entwickelt. Die können jetzt aus so einer großen Flasche so eine kleine machen. Das ist Magic, Leute. Das ist unfassbar, was die alles können. Und hier ist da noch mehr drin als eigentlich in der großen. Das ist noch mehr Magic. Und ist total praktisch. Du machst eigentlich wie bei so einem Schnäpschen. Weißt du? Du brauchst nicht ein großes Glas trinken, du trinkst einfach so einen Shot. Und ja, also die Weisheit des Tages. Saft ist wie Saufen. Entweder eine Kiste Bier oder einfach einen kleinen Schnaps. Bitteschön. Das ist Tachchen, ich habe heute frei und ich bin gerade im Traumland. Traktoren ohne Ende. Das hier ist gerade ein Mähdrescher. Ey, ohne Scheiß. Also das macht mich glücklicher, als irgendwo mir Sportwagen anzugucken oder so. Also die ganze Technik und so. Obwohl man sagen muss, hier ist, glaube ich, mehr Technik drin als in manchen Sportwagen. Aber, oh, jetzt muss ich mir den da hinten angucken. Guck mal. Warum geht das hier nicht? Leute, ich bin gerade sehr glücklich. Wie geil. Ich habe jetzt einen Begrünungstipp für euch, für den Balkon. Hier, das kennt ja jeder. Das ist eine Rose. Aber das, Leute, das geht ab. Kartoffeln rocken unseren Balkon. Leute, ich bin gerade auf dem Weg nach Hause, denn gleich um 17:45 Uhr gibt es in Sat.1 ein Best-of von The Voice Kids. Das ist wirklich immer noch einer meiner absoluten Lieblingssendungen und deshalb, das solltet ihr nicht verpassen. Da gibt es die lustigsten, die verrücktesten, die krassesten Momente, weil das ist ja wirklich bei The Voice Kids immer noch, auch ich frage mich so oft, Leute, wie geht das, wie können Kinder so krasse Stimmen haben und deshalb zieht euch das rein. Das ist unfassbar. Lena, was glaubst du, warum ist das Ding so erfolgreich? Das ist schon einfach krass. Das ist einer der schwersten Songs überhaupt. Da traut sich kaum jemand ran und ich glaube, es ist deswegen so erfolgreich, weil
Mein Steinproblem hat sich heute erledigt. Ich habe mir einfach die beste Maschine dazu geholt, die man für sowas brauchen kann. Aber wir sind doch fast fertig. Sport. Hallo. Tore, du hast ja einen schönen Bagger hier, ne? Aber was hast du denn da schon wieder, Alter? Kanalkamera, jetzt gucken wir in den Bunker. In Anführungszeichen. Immer, da es im Juni bis zu 6 Monate Ratenschutz gibt. Ja, dann bis gleich. Einfach null. Jetzt bei Ihrem Citroën-Händler. Kanalkamera, wer braucht's? Bagger da so spät noch am Baggerloch. Das ist Bodo mit dem Bagger und der baggert noch. Ja, wer baggert da so spät noch am Bagger? Wir werden gefilmt, Rudi. Wir werden gefilmt. Hoch da! Oh! Und das! Woo! Toll! Jetzt ich. Super! Wow! Boah! Uns ging das so auf den Sack, dass bei uns die Tauben auf die Terrasse immer kacken. Und deshalb haben wir jetzt Rudi, den Tauben-Kackschutzhund, der die ganze Zeit hier die Taube verjagt. Wo ist die? Da hinten, da, Rudi. Sehr fein. Wo ist die Taube? Wo ist die? Wo ist die? Pass schön auf. Super! Wow! Boah! Tachchen! Jana und ich, wir sind ja seit Wochen jetzt dabei, hier irgendwelche Sachen zu planen, noch für unser Haus. Hölzer, Böden, Steine, Bäder, dann auch hier, ach keine Ahnung, wir haben hier auch so Zeichnungen und was weiß ich. Und oft haben wir schon echt coole Ratschläge und so von euch bekommen, coole Firmen empfohlen bekommen. Und gerade sind wir auf der Suche nach einem Heimkinosystem oder besser gesagt nach Lautsprechern, die wir überall in den Decken verbauen können, sodass wir im ganzen Haus Musik machen können. Und am besten verdeckt, also dass man das gar nicht sieht, so Einbaudinger. Habt ihr da Erfahrung mit? Damit wir vom Keller bis ins letzte Klo Musik haben. Es haben mir schon ganz viele geschrieben wegen der Musikanlage und es haben ganz viele geschrieben, Bose. So, hier, da hinten, Bose haben wir uns vor ein paar Jahren zugelegt. Echt mehrere Sachen, die sind ja auch echt schon teurer, weil wir dachten, ja gut, dann haben wir einmal was Vernünftiges und das haben wir über Jahre. So sieht es nämlich aus, ja. Weil wir haben heute gehört, als wir dann wieder im Laden waren, wollten Sachen nachkaufen. Die Sachen werden nicht mehr gemacht und sind auch nicht mehr kompatibel mit den neuen Sachen. Wir haben gerade die Gärtner bei uns. Ja, der ist schon wieder besoffen. Das ist ja gerade betreutes Baggern. Es ist wieder komplett weiß! Echt? Ja! Oh, wie schön. Wir können nochmal heiraten! Oh ja, bitte, das wäre schön.
Ich nehme euch jetzt mal mit hier auf unserer Baustelle in den Keller. Hier, das ist ganz geil. Das ist der alte Technikraum. Hier ist noch der alte Öltank. Hier stand mal eine alte Ölheizung und so. Und das wird alles anders aussehen. Denn wir bauen hier ja nicht nur, habe ich ja schon erzählt, unsere mega neue Heizung ein, sondern oben aufs Dach kommt auch noch Photovoltaik und wir bauen noch einen Energiespeicher unten rein. Das heißt, das wird hier wirklich optimal alles genutzt. Ha. Ach, wie schön, da freue ich mich so drauf. Also für mich ist das heute total selbstverständlich irgendwie. Ne? Das ist so ein cooles Gefühl, wenn man sich dann vorstellt, dass man so ein modernes Haus hat, was ja keine zusätzliche Energie braucht oder kaum zusätzliche Energie. Das finde ich toll. Hier, da oben kommt Photovoltaik drauf. Grüne Energie. Und passend dazu übrigens morgen, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ich wusste es nicht, morgen ist Tag der grünen Energie. Hat E.ON ins Leben gerufen. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr den habt. Ihr könnt ja mal hier mal antworten, was ihr glaubt. Und wenn ihr euch informieren wollt, auf der Seite von E.ON gibt es die Infos. Und morgen gibt es dann mehr dazu, auch was zu gewinnen. Ich sag nur, so weit, so grün. Da gab es jetzt schon ein paar Antworten. Ich kann nur so viel verraten. Er ist nicht immer am 20. Hoffentlich ist er nächstes Jahr viel später dran, der Tag der grünen Energie. Aber dazu morgen mehr. Ich mache jetzt Feierabend. Prost. Ja, Rudi freut sich zu Recht, ich freue mich auch, denn dieser Tag ist wirklich was Cooles. Den hat E.ON ins Leben gerufen und der bedeutet, dass sich Deutschland dieses Jahr bis heute, also 172 Tage lang, aus rein regenerativer Energie versorgen könnte. Soweit so grün, da geht auf jeden Fall noch mehr und das schaffen wir alle zusammen, da müssen einfach noch mehr mitmachen. Aber E.ON will diesen Tag genauso wie ich und wie Rudi heute erstmal feiern und deshalb gibt's was zu gewinnen. 3 iPads und dafür müsst ihr auf die Seite von E.ON gehen, hier den neuen Post von denen kommentieren mit Hashtag soweit so grün und der Anzahl der Tage, die wir 2020 schon mit rein grüner Energie versorgen können. Wenn ihr gerade aufgepasst habt, dann solltet ihr das schaffen. Rudi, sag nochmal, wie viel Tage? 172. Richtig! Ja, und mit den neu gewonnenen iPads könnt ihr dann gleich mal auf die Internetseite von E.ON gehen. Da gibt's nämlich ab heute den Energieatlas. Das ist eine interaktive Karte. Da sieht man, wie grün schon die verschiedenen Regionen in Deutschland sind. Da gibt es ganz viele interessante Facts zu der deutschen Energiewelt. Und da kann man sich auch noch ein bisschen informieren, so dass wir vielleicht nächstes Jahr den Tag der grünen Energie noch ein paar Monate später feiern. Das wäre doch was. Liegt an uns. Denkt dran, so weit, so grün. Leute, heute ist ein Tag zum Feiern. Hier, Rudi hat sich auch extra schick gemacht. Guckt euch das an. Ich auch. Denn heute ist Tag der grünen Energie. Ist das nicht schön? So, und